Sabbath. Gesegneten Sabbat. Let us begin with prayer. Lass uns mit Gebet anfangen. Amen. Okay, so the notes as usual are in the livestream group. Die Notizen sind wie üblich in der Livestream-Gruppe. And let's go in our Bibles to First Peter or Second Peter. Let me just see. Gehen wir in unseren Bibeln entweder zu 1. oder 2. Petrus. Ich schaue noch. Second Peter 1:12. Also 2. Petrus 1 und Vers 12. It says 2 Peter 1:12. 2. Petrus 1, Vers 12. It says, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth." Okay, so what must we become? Was müssen wir werden? Established in present truth, In right? der gegenwärtigen Wahrheit etabliert werden. And though we might know things already, we need to become established in them. Und Okay? obwohl wir Dinge schon wissen mögen, müssen wir in ihnen etabliert werden. And present truth is always the things that are just before us that we know that will test us. Und die gegenwärtige Wahrheit ist immer die Sachen, die kurz vor uns sind und von denen wir wissen, dass sie uns prüfen And we werden. must never lose sight of them, because else we will be just swallowed up by the worldly cares and sorrows. Und wir dürfen nie das aus dem Blick verlieren, sonst werden wir nur durch unsere weltlichen Sorgen und Nöte verschlungen werden. Okay, and so when we look at our line here from 2014 forward, Und wenn wir unsere Linie anschauen von 2014 und vorwärts, at the moment we are under this leopard, right? sind wir ja im Moment unter dem Leoparden. Okay, and this leopard is Biden, Und der Leopard ist Biden. and he will soon test us, Und right? er wird uns bald prüfen. Okay, and he will test us with his serpent bite. Und er wird uns mit dem Schlangenbiss prüfen. So, therefore, this is part of present truth, that we understand these points more fully. Und deswegen ist das Teil der gegenwärtigen Wahrheit, dass wir diese Punkte noch vollständiger And also in verstehen. the Sabbath school, we read about that we have to give a testimony, Und right? in der Sabbatschule haben wir auch darüber gelesen, dass wir ein Zeugnis geben müssen. Therefore, we need to understand why we should not take this serpent bite. Okay? Deswegen müssen wir verstehen, warum wir diesen Schlangenbiss nicht nehmen sollen. And we need to show this from scriptures. Und wir müssen das von den Schriften her zeigen. Okay, so therefore, let's go through this topic again Und gehen wir jetzt wieder durch dieses Thema and remind ourselves, and also we will add a few thoughts to it. und wir erinnern uns daran und werden auch noch ein paar Gedanken da hinzufügen. Okay, so let's first begin in Isaiah 14, Fangen wir jetzt erst in Jesaja 14 verses an, 12 to 14. Verse 12 bis 14. Because that speaks about how Satan wanted to be like the Most High. Weil hier spricht es darüber, wie Satan der Allerhöchste sein wollte. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of congregation, in the sides of the north, and I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High." So here we can see he wants to be like the Most High, he wants to sit on the throne.
Hier können wir sehen, er möchte wieder Allerhöchste sein. Er möchte auf dem Thron sitzen. So what does it mean that he wanted to sit on the throne? Was bedeutet es, dass er auf dem Thron sitzen wollte? So let's go to Psalms 92 verse 2, 97 verse 2, sorry. Gehen wir zu Psalm 97, Vers 2. What is connected with God's throne? Was ist verbunden mit Gottes Thron? It says, clouds and darkness are around about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. So what is connected with God's throne? Was ist verbunden mit Gottes Thron? Righteousness and judgment. Yeah, righteousness and judgment, right? Gerechtigkeit und Gericht. Also Proverbs 16:12. Auch Sprüche 16, Vers 12. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Therefore God's throne is established and based upon righteousness. Deswegen Gottes Thron ist basierend und etabliert durch die Gerechtigkeit. And what is righteousness? Und was ist Gerechtigkeit? Psalms 119, verse 172. Psalm 119, Vers 172. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Okay, so therefore when God's throne is established on righteousness, it is established upon his commandments, his law. Right? Deswegen, wenn Gottes Thron auf der Gerechtigkeit etabliert ist, dann ist er eben etabliert auf Gottes Gesetz, also seine Gebote. So when Satan wanted to sit on the throne, what did he therefore wanted to introduce? Also als Satan auf den Thron sitzen wollte, was wollte er einführen? Yeah, a different law system, Ein right? anderes Gesetzessystem. So he wanted to establish his throne upon his commandments. Er Okay? wollte seinen Thron auf seinen Geboten etablieren. So it's all about this law that is to govern the whole universe. Okay? Deswegen es handelt immer um das Gesetz, was das ganze Universum regieren soll. Okay. So the one who sits on the throne is the lawmaker. He's the king and he makes the laws. Right? Derjenige, der auf dem Thron sitzt, ist der Gesetzesgeber, er ist der König und er macht die Gesetze. Okay. So now let's go to this next quote, Gehen wir jetzt zu dem nächsten Zitat. and this is when Satan rebelled in heaven. Und da hat Satan im Himmel rebelliert. It says, taking advantage of the loving, loyal trust reposed in him by the holy beings under his command, he had so artfully instilled into their minds his own distrust and discontent that his agency was not discerned. Lucifer had presented the purposes of God in a false light, misconstruing and distorting them to excite dissent and dissatisfaction. He cunningly drew his hearers on to give utterance to their feelings. Then these expressions were repeated by him when it would serve his purpose, as evidence that the angels were not fully in harmony with the government of God. While claiming for himself perfect loyalty to God, he urged that the changes in the order and laws of heaven were necessary for the stability of the divine government. So here we see he wanted to change the order and laws of heaven. Hier können wir also sehen, er wollte die Ordnung und Gesetze des Himmels verändern. Thus, while working to excite opposition to the law of God and to instill his own discontent into the minds of the angels under him, he was ostensibly seeking to remove dissatisfaction and to reconcile disaffected angels to the order of heaven. While secretly fomenting discord and rebellion, he, with consummate craft, caused it to appear as his sole purpose to promote loyalty and to preserve harmony and peace. Okay, so here we see it was very deceptive, right? Hier können wir sehen, er war sehr täuschend. But his whole purpose was to change the law of heaven. Aber sein ganzer Zweck war, das Gesetz des Himmels zu verändern. And to implement his ideas of law. Und sein Gesetz, seine Ideen des Gesetzes einzusetzen. So, and how many things are new? Und wie viele Dinge sind neu? Nothing, right? Nichts. Therefore, the whole war of the great controversy is all about God's law. Deswegen der ganze große Kampf über Gott, der ganze große Kampf With respect to God's law. in Bezug auf Gottes Gesetz. No, the whole controversy is about the law of God. That's what I said. Also die ganze Kontroverse handelt über Gottes Gesetz. Okay, so in this law in the Old Testament, where was it put? Und das Gesetz im Alten Testament, wohin wurde es
getan. Let's go to Deuteronomy chapter 10 verse 1 and 2. Gehen wir zu 5. Mose 10, Vers 1 und 2. It says, At that time the Lord said unto me, Hew thee 2 tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood. And I will write on the tables of the words that were in the first tables, which thou breakest, and thou shalt put them in the ark. Okay, so they were put in the ark, right? Sie wurden in die Bundeslade gelegt. And this ark was then put where? Und die Bundeslade wurde wohin getan? Yeah, in the temple, right? In den Tempel. Okay. Das Allerheiligste. So, and the ark illustrates the throne, yes? Und die Bundeslade stellt den Thron dar. So here we see again the law is attached to the throne. Hier Okay. sehen wir wieder, dass das Gesetz mit dem Thron verbunden ist. Next quote, Nächstes Zitat. is where Sister White saw the 2 tables of law. Da hat Ellen White die 2 Gesetzestafeln gesehen. It says, In the ark was the golden pot of manna, Aaron's rod that budded, and the tables of stone which folded together like a book. Jesus opened them, and I saw the 10 commandments written on them with the finger of God. On one table were 4, and on the other 6. So, one table had 4, the other had 6, right? Eine Tafel hatte 4 Gebote und auf der anderen waren 6. But the fourth, the Sabbath commandment, shone above them all, for the Sabbath was set apart to be kept in honor of God's holy name. The holy Sabbath looked gloriously, a halo of glory was all around it. I saw the Sabbath commandment was not nailed to the cross. If it was, the other 9 commandments were, and we are at liberty to break them all, as well as to break the 4th. I saw that God had not changed the Sabbath, for he never changes. But the Pope had changed it from the 7th to the 1st day of the week, for he was to change times and laws. So what did the Pope do? Was hat der Papst gemacht? Yeah, changed the law. Okay. Er hat das Gesetz verändert. So therefore we can see the Pope we know is just Satan's representative here on earth, right? Wir wissen, der Papst ist nur Satans Repräsentant auf dieser Erde. And obviously he then does exactly what Satan does. He wants to change God's law. Deswegen macht er genau das, was Satan tut. Er möchte Gottes Gesetz verändern. And this is written here in Daniel 7:25. Da steht in Daniel 7, Vers 25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. So here we see he thinks to change times and laws, right? Hier sehen wir, er denkt daran, Zeiten und Gesetze zu ändern. So, and the law is the 4 and the 6. Das Okay? Gesetz ist die 4 und die 6. So therefore, Satan, his whole endeavor is always to change the 4 and the 6. Okay? Deswegen Satans ganze Bemühung ist, die 4 und die 6 zu verändern. Okay. So, and for instance, with the Pope in the 1260, he did it on a spiritual level by changing the Sabbath to Sunday. Der Papst in der 1260 zum Beispiel hat das auf geistlicher Ebene getan, dass er den Sabbat auf den Sonntag verändert hat. Okay. Now let's continue in the notes. Lesen wir weiter in den Notizen. Jesus only taught in parables. Jesus hat nur in Gleichnissen gelehrt. Let's read Matthew 13, verse 34 to 35. Lesen wir Matthäus 13, Vers 34 bis 35. It says, All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. So, therefore everything in God's word is just a parable. Right? Also alles in Gottes Wort ist ein Gleichnis. And we saw the ark of the covenant with the law was put into the temple. Wir haben gesehen, diese Bundeslade mit dem Gesetz drin wurde in den Tempel getan. And the temple is just in parables, an allegory. Und der Right? Tempel ist nur ein Gleichnis, eine Allegorie. So let's go to 1 Corinthians 6:19. Gehen wir zu 1. Korinther 6, Vers 19. It says,
What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? So here we see the temple is obviously us, our body. Hier Right? sehen wir also, der Tempel ist, also sind wir, das ist unser Körper. And when we read now the next quote Lesen wir jetzt das nächste Zitat from Christ's Object Lessons, von Christi Gleichnisse, COL. it says, transgression of physical law is transgression of the moral law. For God is as truly the author of physical laws as he is the author of the moral law. His law is written with his own finger upon every nerve, every muscle, every faculty, which has been entrusted to man. And every misuse of any part of our organism is a violation of that law. So, his law is written where? Sein Gesetz ist wo geschrieben? Yeah, in the whole body, right? Im ganzen Körper. Yeah, the human temple is made up of God's law. Der Okay? menschliche Tempel besteht aus Gottes Gesetz. And God's law is 4 and the 6, right? Gottes Gesetz ist die 4 und die 6. So, and this number 46 we know is attached to the temple in the Bible many times. Und wir wissen, dass die Zahl 46 sehr oft in der Bibel mit dem Tempel verbunden ist. So just go, remind ourselves. Zur Erinnerung, John chapter 2, Johannes 2, verse 18 to 20. Vers 18 bis 20. Says, Then answered the Jews and said unto him, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? And so here we see 46 years was referred to the temple. Hier sehen wir, wie die 46 Jahre sich auf den Tempel beziehen. So the 406 is connected with the temple. Die 4 und die 6 ist also mit dem Tempel verbunden. Exodus 24, 2. Mose 24, verse 15 to 18. Vers 15 bis 18. This is when Moses went up into the mount. Da ist Mose in den Berg gegangen. And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount. And the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. How many days? Wie viele Tage? 6 days. 6 Tage. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. And Moses went into the midst of the cloud and get him up into the mount. And Moses was in the mount 40 days and 40 nights. Okay, so he waited for 6 days, and then he was 40 days and 40 nights there. in the cloud. wartete 6 Tage und dann war er 40 Tage und Nächte in der Wolke. So in total it was again 46 days. Okay? Also insgesamt war es wieder 46. And during this stay on the mount, let's see what was given to him. Und während er dort bei dem Berg war, schauen wir, was ihm gegeben wurde. Next quote. Nächstes Zitat. During his stay in the mount, Moses received directions for the building of a sanctuary in which the divine presence would be specially manifested. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them, was the command of God. Okay, so during these 46 days, what did he receive? Während den 46 Tagen, was hat er erhalten? Directions how to build them. Yeah, directions how to build the sanctuary. Anweisungen, wie er das Heiligtum Which bauen is sollte. the plan of salvation for the human temple. Das ist der Lösungsplan für den menschlichen Tempel ist. Okay, so again we see the 46 connected with the temple. Hier Right? sehen wir also wieder, 46 ist verknüpft mit dem Tempel. And obviously, we know this, that there's no accident that the body has 46 chromosomes, right? Wir wissen, dass es kein Zufall ist, dass der Körper 46 Chromosomen hat. Because they make up the information that builds this body, right? Weil sie machen diese Information aus, die diesen Körper aufbaut. And we saw that the law of God is written on every nerve and fiber. Wir haben Right? gesehen, dass das Gesetz Gottes auf jedem Nerv und Strang geschrieben steht. So the DNA is basically this law of God that He put in us, this information that makes up the temple. Also Okay? die DNA ist also Gottes Gesetz, was er in uns gelegt hat und was diesen menschlichen Tempel ausmacht. So let's read this next quote here, taken from the internet. Lesen wir das nächste Zitat aus dem Internet. It says, chromosomes
are the carriers of genetic information and are located in the cell nuclei. Nuclei. Humans carry 46 chromosomes in the body cells, with the exception of germ cells, including 44 so-called autosomes and 2 sex chromosomes, gonosomes. So in total, the body has 46 chromosomes in the cells. Insgesamt hat also der Körper 46 Chromosomen in den Zellen. So, yeah, this law of God. Okay. Das ist das Gesetz Gottes. All right. So, and we know, yeah, or I hope that we know. Okay. Und ich hoffe, wir wissen das. When the serpent bite was released the first time, Als der Schlangenbiss zum ersten Mal ausgesetzt wurde, it was called this, right? wurde es so genannt. Okay, so mRNA mRNA. is short for messenger RNA. Das ist eine Abkürzung für Messenger, also Botschafter RNA. Okay, and the so-called science behind it Und die sogenannte Wissenschaft dahinter is that you have a body cell, okay, man hat eben eine Körperzelle and then you have the cell nuclei, und darin ist der Zellkern. nuclei, okay, and the nuclei contains the DNA, Und okay, in dem Zellkern ist die DNA drin. okay, and everybody knows probably how a DNA looks like, right? Und jeder weiß, glaube ich, wie eine DNA-Strang aussieht. Maybe just okay. I hope everybody knows this. Okay. Ich hoffe, jeder weiß das. So, and I will maybe post this quickly because this will just help us to understand it, and we'll use it anyways. Ich werde das noch posten, das wird uns dann helfen, es besser zu verstehen. Didn't have it here. Thought I had it there. So not there anymore. I don't know why. Okay, anyways. Brauchst du ein Bild, wie das aussieht? Also, I had this photo there. One time posted. So not there anymore. Okay, I don't find it at the moment. Okay, that's why. Why? Because I shared it as a link. Okay, I just forwarded it now. also ich leite jetzt etwas weiter. Okay, this is this Time magazine cover, okay? Also das ist das Titelblatt vom Time Magazin. It's in the livestream group now. Das ist jetzt in der Livestream-Gruppe. And you can see basically the serpent on the pole, right? Da können wir die Schlange am Stab sehen. But you can see basically this DNA strain that is illustrated there as a serpent body, Und right? da können wir sehen, wie der DNA-Strang durch diese Schlangenkörper dargestellt wird. Okay, so this is how the DNA string
kind of looks like, okay? So sieht der DNA-Strang Without the stick in between, okay? ungefähr aus, ohne jetzt den Stab in der Mitte. Okay, but the point is, what happens in the cell nuclei is that the body there reads the information of the DNA, okay? Was dort im Zellkern passiert, ist, dass der Körper die Information der DNA liest. And then it produces what is called this messenger RNA, Und okay? dann produziert es, wie es eben genannt wird, diese Messenger-RNA. And messenger RNA is just not a double string like here on the DNA, but it's just a single string. Und die Okay. Messenger-RNA ist nicht so ein Doppelstrang wie auf diesem Bild, sondern es ist ein einzelner Strang. Okay, and what the body then does with this information, it can then produce a protein based upon what is written on this RNA, okay, string. Was der Körper dann tun kann, er kann eben ein Protein produzieren, basierend auf das, was dort auf diesem DNA-Strang geschrieben steht. So, and therefore this is what they wanted to do. They basically produced many of these RNA strings, okay? Das wollten sie tun. Sie haben also viele von diesen mRNA-Stränge produziert. It's not looking perfectly, okay. Sieht jetzt nicht perfekt aus. So that would be like a one string, okay? Das wäre jetzt ein Strang davon. And what they said, okay, we just introduce it into the cell, Und sie haben gesagt, wir führen das jetzt in die Zelle ein. and this will then produce a protein. Und das Okay. wird dann ein Protein produzieren. Because here all this is information, okay? Weil all das ist Information. So this gives information how to produce a protein, a certain protein. Weil das gibt eine Information darüber, wie man ein bestimmtes Protein herstellen soll. So, and the mRNA that was in this shot here Und dieses mRNA, was in diesem Spritze ist, was information to code this spike protein. das Okay. war eine Information, um das Spike-Protein zu bedecken, Zu kodieren, zu produzieren. zu kodieren oder produzieren. So, for instance, if you saw this illustrated on certain pictures, okay? Vielleicht habt ihr das auf bestimmten Bildern mal gesehen. Okay, so this should be now this COVID virus here, Das wäre jetzt dieser Covid-Virus. and on top of the COVID virus membrane, it had these so-called spike proteins. Okay. Und auf dieser Membran dieses Covid-Viruses sind diese sogenannten Spike-Proteine. And what a virus does is it goes to a cell Und was ein Virus macht, er geht zu einer Zelle and it then connects with the cell and puts his information, also usually RNA information that it has inside here, und es verbindet sich dann mit der Zelle und macht seine Information, und er hat normalerweise auch eine mRNA-Information. and puts it in there, and then the cell produces this new, like more of these viruses, okay? Er macht es da rein und dann produziert die Zelle mehr von diesen Viren. Okay, but what was dangerous, or so-called dangerous of this virus were these spike proteins, okay? Aber was gefährlich an diesem Virus waren die sogenannten Spike-Proteine, Yeah, because they are poisonous to the body. weil Okay? sie sind für den Körper giftig. Yeah, they cause all kinds of inflammation inside the body and all these things, Sie okay? verursachen Entzündungen im Körper und all diese And we Dinge. will see why, okay, soon, okay? Wir werden gleich sehen, weshalb. So, but what the scientists then told us that they wanted to do is, okay, Und was die Wissenschaftler gesagt haben, was sie tun wollen, is that they wanted to just bring this information of this spike protein into our body cells, okay, wir wollen die Informationen von diesem Spike-Protein in unsere Körperzellen einführen. in order that now our body, or our cells would produce these spike proteins themselves, Damit okay. unser Körper, also in den Zellen, selber dieses Spike-Protein produziert. So, and then when they produce these spike proteins, they would be released into the blood system, Und okay. wenn sie diese Spike-Proteine produzieren, dann würden sie in unser Blutsystem ausgeführt werden. And then the body would begin to attack these spike proteins, Und okay. dann würde der Körper anfangen, diese Spike-Proteine anzugreifen. So, and then they said, okay, when the body now attacks these spike proteins,
it builds up now antibodies against the spike proteins. Okay. Dann haben sie gesagt, wenn der Körper jetzt diese Spike-Proteine bekämpft, dann macht es eben diese Antikörper dagegen. So and therefore, whenever then the true virus would come into the body would have already produced antibodies against it and would knock out the virus. Und deswegen, wenn dann der wahre Virus in den Körper kommen würde, dann hätte der Körper schon Antikörper hergestellt und könnte ihn einfach auslöschen. So in theory it sounds nice, okay, Und in der Theorie hört sich das schön an. but not obviously the reality of it, it's not so nice, okay. Aber die Realität davon ist natürlich nicht so schön. Okay, first of all, because it's satanic, okay, Zuallererst, weil es satanisch ist. and Satan wants to always change the 4 and the 6, Und okay. Satan möchte ja immer die 4 und die 6 verändern. And the 4 and the 6 is here in the cell nuclei, okay, in the DNA. Die 4 Okay. und die 6 ist hier im Zellkern, also in der DNA. So, and what scientists always said, yeah, no, this will never go into the nuclei, it will just stay here. It's just RNA and the body will just produce these spike proteins, that's no problem, okay. Die Wissenschaftler haben gesagt, nein, Spike. This Ja. RNA would never go into the DNA, Diese okay. RNA würde nie in die DNA rein, also in den Zellkern, sondern würde da einfach hier bleiben und dann diese Spike-Proteine produzieren. Yeah, and that's no problem. Und das wäre kein Problem. Okay, however, Aber obviously that's false, okay, das ist natürlich falsch, because the Bible says so, and this also was then confirmed later. weil die Okay. Bibel das ja so sagt und später wurde es auch bestätigt. And we know also the outcome of this bite, okay, Wir wissen auch die Folgen von diesem Biss, that many people died of it or got serious injuries. dass viele Leute davon gestorben sind oder schlimme also Schäden davon erlitten haben. Okay, and one reason is when we just go back to the notes, Und ein Grund dafür ist, wenn wir jetzt zu den Notizen zurückgehen, is something in the body that is it's called reverse transcriptase. und Okay. da ist etwas im Körper, was sich reverse Transkriptase nennt. So let's read here what it says here in Wikipedia. Lass uns jetzt lesen, was es hier in Wikipedia sagt. It says reverse transcriptases (RT) are enzymatically active proteins which, as RNA-dependent DNA polymerases, catalyze transcription in the reverse direction, that is, from RNA to DNA. This allows genetic information to be transcribed from RNA to DNA. Okay, so what it says is that there are proteins in the body, Also es sagt, es gibt Proteine im Körper, or enzymes rather, oder vielmehr Enzyme, that can make a reverse application, die eine rückgängige Anwendung machen können. because usually the DNA codes the RNA, right? Weil normalerweise kodiert die DNA die RNA. But there's also a situation that it can be reversed, that RNA can be coded back into DNA. Es Okay. gibt auch eine Situation, wo es eben umgekehrt werden kann, dass auch die RNA in DNA verwandelt werden kann. Okay. And I remember I learned this back then in school, okay, that this is possible. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals in der Schule gelernt, dass das möglich ist. Yeah, but obviously all the scientists says, no, this can never happen in this case here, this will not happen. Aber Okay. die Wissenschaftler haben gesagt, nein, in diesem Fall, das wird niemals passieren. Okay, so just go back to the Livestream group, Gehen wir jetzt zurück zu der Livestream-Gruppe. because there were some studies that found that actually this very thing takes place, yeah, this reverse transcriptase. Weil es Okay. gab ein paar Studien, wo man das sehen konnte, dass es eigentlich stattfindet, diese reverse Transkriptase. But obviously these studies were then were shut down or were called fake studies and whatever. Aber Okay. diese Studien wurden dann natürlich abgebrochen und Ja, also aus dem Verkehr gezogen. aus Ja. dem Verkehr gezogen und Fake-Studien genannt. So, for instance, one study here that was done in Sweden, Also eine Studie, die in Schweden zum Beispiel stattfand, and it said the following here. sagt hier das folgende. The heading is intracellular reverse transcription. So here we have this reverse transcription, Hier haben wir diese umgekehrte Transkription of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT blah, blah, blah,
in vitro in human liver cell line. So therefore here they showed that this shot showed this reverse transcription of this specific shot here of BioNTech. Okay? Und sie haben dann gesagt, dass eben dieser, wie sagt man, Stich? Stich, ja. Okay. Also dass dieser Stich, diese reverse Transkriptase gezeigt hat von diesem bestimmten BioNTech Pfizer Stich. Okay, so just go to the abstract there, they highlighted something. Und jetzt geht dort hinunter, wo Abstrakt steht, dort habe ich etwas hervorgehoben. It says there, they say, furthermore, a recent study showed that SARS-CoV-2 RNA can be reverse transcribed and integrated into the genome of human cells. Okay, so they quote another study, okay, that showed this. Sie zitieren jetzt eine weitere Studie, die das gezeigt hat. And then they say, in this study, their study, in ihrem Studium, we investigated the effect of this thing, this shot from BioNTech. Also da haben sie das untersucht, diesen Stich von BioNTech. On the human liver cell line Q7 in vitro. Q7 cells were exposed to this shot, and quantitative PCR was performed on RNA extracted from the cells. We detected high levels of this substance in Q7 cells and changes in gene expression of long interspersed nuclear elements, line 1, which is an endogenous reverse transcriptase. So they saw in their study also, they did it only in vitro, meaning in the laboratory, okay? Also sie haben das nur im Labor gemacht. But they could see that when they exposed the cells, the human cells, the liver cells, to this shot, okay, it went into the nuclei. Sie konnten sehen, dass als sie diese Leberzellen, diese menschlichen Leberzellen, diesem Stich ausgesetzt haben, dann ging es in diese menschliche Zelle hinein. Ja, in the nuclei, in the Zellkern. In den Zellkern. Kannst du vielleicht die Tür dazu machen? Die ganze Zeit. And when we also read the very last sentence there, which is also highlighted. Und lesen wir jetzt noch den letzten Satz, der auch hervorgehoben ist. Says we also show that BNT blah 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 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 hours upon BNT blah 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 exposure. Okay, so it only takes like 6 hours and then it's in the nuclei. Es braucht also nur 6 Stunden und dann ist es schon im Zellkern. Okay, so this was actually, it's like should have been a bombshell exposure, but they obviously shut it down with all power, not to get it any public attention. Und Okay. das war dann sozusagen eine, sagt man, Bombshell. Ja, sollte an sich hätte eigentlich eine große Reaktion hervorrufen müssen. Okay, also das hätte eigentlich eine große Reaktion hervorrufen müssen, aber dann haben sie es einfach unter den Teppich gekehrt. Ja. Okay, so anyways, there are studies that clearly prove that these things go into the DNA. Okay. Es gibt also Studien, die klar beweisen, dass das in die DNA reingeht. Yeah. And we know this based upon that the devil wants to change the 4 and the 6, right? Wir wissen das basierend auf der Tatsache, dass der Teufel die 4 und die 6 verändern möchte. So obviously he wants to get into the DNA, the cell nuclei. Er Okay. möchte also in die DNA, in diesen Zellkern reinkommen. So and this is what he achieved with this shot here. Und Okay. das hat er mit diesem Stich erreicht. So therefore now when this goes into the cell nuclei, Wenn das jetzt also in den Zellkern reinkommt, it's now there permanently. da Okay. ist es dann permanent drin. You cannot get it out there anymore. Da kannst du es nicht mehr rauskriegen. And therefore, constantly now the cell will produce this spike protein. Okay. Deswegen wird diese Zelle jetzt beständig dieses Spike-Protein herstellen. Okay, so let's see why this is problematic. Okay. Lass uns jetzt sehen, warum das problematisch ist.
let's just jump over the next few bits and pieces there Überspringt jetzt die nächsten Teile hier and go to the heading snake venom. und geht zu der Überschrift Schlangengift. And this was another study, okay, that was interesting, or let's say a revealing study, okay. Und das war eine weitere Studie, die sehr interessant und offenbar eine große Offenbarung gegeben hat. Because it's in harmony with what the Bible shows us. Weil Okay, es ist in Harmonie mit dem, was die Bibel uns zeigt. okay, that is this study here, okay, Das ist diese Studie hier. was done in Italy, Das wurde in Italien gemacht. and says here toxin-like peptides in plasma, urine, and fecal samples from COVID-19 patients. So there is Also giftähnliche Peptide im Plasma, Urin und Stuhlproben von Covid-19-Patienten. Okay. So, and what they found, is here the results, okay? was sie gefunden haben, ist das Ergebnis. It's also there in the notes, I put it there. Habe ich auch in die Notizen The reingemacht. heading snake venom. Unter der Überschrift Schlangengift. It says results, toxin-like peptides almost identical to toxic components of venoms from animals, like conotoxins, phospholipases, and so forth, yeah, were identified in samples from COVID-19 patients, but not in controlled samples. So they found that in the COVID patients, these toxins from animals, okay, Also sie haben in den Covid-Patienten Toxine, also Gifte gefunden von Tieren. so they found it in the blood plasma, Sie haben es im Blutplasma in the gefunden, urine, and in the facial samples. im Urin und auch in den Stuhlproben. So, and then it's interesting because they made a list of what kind of poisons they found there. Und Okay? das ist interessant, weil die haben eine Liste darüber gemacht, was für Gifte sie gefunden haben. Yeah, so it's basically then listed all these different animal poisons that were then found in these COVID patients. Und da werden all diese verschiedenen Tiergifte also aufgelistet, die sie in den Covid-Patienten gefunden And haben. that's obviously the spike protein. Yeah, the spike protein is these poisons. Und Okay. natürlich ist das Spike-Protein, weil das ist diese Gift. Okay, and so you can see, yeah, they just gave you the names of these poisons. Was, for instance, the malign crite. Also da haben sie dann die Namen von diesen Giften gegeben. This is from the malign crite. So, crite is a venomous snake. Okay, Also das ist eine giftige Schlange from Malaysia. von Malaysia. Then another crite, Chinese cobra, Die chinesische Kobra, coastal taipan. große Taipan. Snake. Yeah, it's all snakes here. Das Okay, sind alles Schlangen. so they found, I don't know, I think it was 20 different types of snake venoms in there. Ich Okay, glaube, es waren 20 verschiedene Schlangengifte da drin. and then they also found kind of strange venoms, for instance from starfish. Und sie haben auch ein komisches Gift gefunden von einem Seestern And then also from sea snails. und auch von Seeschlangen. So you must ask yourself, why do COVID patients suddenly have all these poisons in them? Okay? Man muss sich fragen, warum haben Covid-Patienten plötzlich halt diese Gifte in sich? Why do they have snake venoms and starfish venom and sea snail venoms in them? Okay? Warum haben sie Schlangengifte oder Seesterngifte oder eben auch Seeschlangen oder Meeresschlangengifte in sich? Okay. And obviously the answer is at hand there, that this was not from nature, but this was from a laboratory, right? Und der Grund ist natürlich, weil das nicht von der Natur war, sondern vom Labor. Okay, so these spike proteins, they are these venoms that they put attached to the coronavirus. Okay? Und die Spike-Proteine, das sind eben diese Gifte, die sie dem Coronavirus angeschlossen haben. Snake venoms. Okay. Das sind Schlangengifte. So when they
gave this shot here, Also als sie diesen Stich gegeben haben, they introduced into your system information to produce snake venoms. dann Okay? machen sie in dein System eine Information, um Schlangengifte herzustellen. And when this goes even into your cell nuclei in your DNA, Wenn das sogar in deinen Zellkern, also in dein DNA reingeht, then it became part of you that you now permanently produce these snake venoms. dann Okay? wird es Teil von dir und dann produzierst du beständig diese Schlangengifte. Which is poison in your system. Yeah, which is poison in your system. Das Okay. Gift in deinem System ist. Okay. So, and therefore many people they die of it. Und Okay. deswegen sterben viele Leute daran. Cardiac arrest. Yeah, many people they died instantly, and other people they just die off now as it goes along. Okay. Viele Leute sind sofort gestorben und viele sterben jetzt, je weiter es vorangeht. Because your body is constantly poisoning yourself. Okay. Weil dein Körper, der vergiftet sich ständig And selbst. because it produces these venoms and the body can only cope so long with it. Weil Okay. es diese Gifte produziert und dein Körper kann nur für eine Zeit damit umgehen. And the devil achieved to change the 4 and the 6 in you. Der Okay. Teufel hat dann das erreicht, die 4 und die 6 in dir zu verändern. Okay, so just go to Revelation chapter 12. Geht zur Offenbarung 12 in eurer Bibel. And let's read verse 9. Und wir lesen Vers 9. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So the devil is also called the serpent, Der right? Teufel wird auch die Schlange genannt. So, and he wants to make you his creation, right? Er möchte dich zu seiner Schöpfung machen. He wants to be like the Most High. Er möchte wie der Allerhöchste sein. So he wants to therefore make you a serpent, Deswegen okay? möchte er auch dich zu einer Schlange machen, Producing snake venom. dass du Okay. Schlangengift herstellst. Okay. And when you just go now to Revelation chapter 18, Geht jetzt zur Offenbarung 18. verse 23 to 24. Vers 23 und 24. It says, And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. And in her was found the blood of prophets and saints, and of all that were slain upon the earth. Okay, so here we see Babylon. She deceives with the sorceries, right? Hier sehen wir, dass All the nations. Babylon alle Nationen mit ihren Zaubereien verführt. And she is responsible for all the slain upon this earth. Und sie ist verantwortlich für all die Erschlagenen auf dieser Erde. So, and the serpent, who's the serpent in Bible prophecy? Und wer ist die Schlange in der biblischen Prophetie? Which power? Welche Macht? Yeah, the papacy, Das right? Papsttum. And it's interesting, the recent audio hall from the Vatican looks like a serpent head. Und Okay. das ist auch interessant, dass die kürzliche Audienzhalle von dem Papst eben wie ein Kopf von einer Schlange aussieht. So, and when you just go back to your notes Gehen wir zurück zu den Notizen and just go up to the heading WH logo, snake on the pole. und gehen wir zu der Überschrift hinauf WHO-Logo, die Schlange am Stab. And then just go down a little bit. Geht ein bisschen nach unten. There's Revelation 18 quoted, and below you have the Strong's number of the word sorceries. Also da wird Offenbarung 18 zitiert und gleich darunter ist dann diese Strongs Nummer über von dem Wort Zaubereien. It's G5331. Das ist G 5331. And this is now taken from the Thayer definition. Das ist von der Thayer-Definition entnommen.
So the word in Greek is pharmakia, okay? Das Wort im Griechischen heißt Pharmakia And has 4 different meanings. und hat 4 verschiedene Bedeutungen. First one is the use or the administration of drugs. Also Okay. der Nutzen oder die Austeilung von Medikamenten. Verwendung. Verwendung. Und Austeilung von Medikamenten. The second one is poisoning. Und das zweite ist Vergiften. So it has all the same, it's all the same meaning. You can translate it this or that. Okay. Es hat all dieselbe Bedeutung, man kann es so oder so übersetzen. Third one is sorcery or magical arts, often found in connection with idolatry and fostered by it. Magicians. Yeah, magicians. Right? Das sind die Magier. And the fourth one is metaphorically the deceptions and seductions of idolatry. Also Okay. metaphorisch die Täuschungen und Verführungen des Which Götzendienstes. does both, because the physical and the natural, Yes. because the south and the north. Macht beides, das Physische und das Geistliche, also im Norden und im Süden. Exactly. So the south, the serpent wants to change you literally, physically, right? Der Süden, also diese Schlange möchte dich buchstäblich, also physisch verändern, By changing your DNA. indem es deine DNA verändert. But on the north, it wants to change it spiritually by changing the spiritual law, right? Aber im Ja. Norden möchte er dich geistlich verändern, indem er das geistliche Gesetz verändert. By changing your mind to think according to the serpent mind to accept the Sunday. Okay? Indem sie deinen Verstand verändern, dass du so denkst wie die Schlange, dass du ihm den Sonntag annimmst. Okay. So, but we see here, pharmakia is poisoning, is sorcery, but it's also giving you drugs. Also Okay. hier sehen wir, Pharmakia ist, dich zu vergiften, es ist Zauberei, aber auch dir Medikamente zu geben. So, therefore, the word itself shows you if you take the drugs, you get poisoned and you get bewitched. Okay. Das Wort selbst zeigt dir, also wenn du das nimmst, dann wirst du eben vergiftet und verzaubert. So, if you just go up now to this quote just below the heading WHO logo, Jetzt geht hinauf zu diesem Zitat, das direkt unter der Überschrift WHO-Logo ist. it says, through spiritualism, Satan appears as a benefactor of the race, healing the diseases of the people and professing to present a new and more exalted system of religious faith. But at the same time, he works as a destroyer. His temptations are leading multitudes to ruin. So, how is Satan always coming to you? Wie kommt Satan immer zu dir? It's an angel of light. Yeah, he's an angel of light. Wie ein Right? Engel des He's Lichts. a benefactor for Wie you. ein Wohltäter für dich. So he seems to heal you, but in reality he destroys you. Er scheint dich zu heilen, aber in Wirklichkeit zerstört er dich. Yeah, and the serpent on the pole, who's the serpent on the pole? Wer ist die Schlange am Stab? Oh, John chapter 3. Also in Johannes 3. John 3, verse 14 to 15. Johannes 3, Verse 14 bis 15. It says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Okay, so the serpent on the pole represents Christ to heal you, right? Die Schlange am Stab stellt Christus dar, der dich heilen But möchte. Satan Wants to be like the Lord. wants to be like the Most High. Aber Satan möchte wie der Allerhöchste sein. So therefore he is giving his organization this symbol of the serpent on the pole, right? Deswegen gibt er seiner Organisation dieses Symbols der Schlange am Stab. And his organization is the world organization, okay? Und seine Organisation ist die Weltorganisation. Yes, we don't want to name this organization because they censor you, okay? Und wir wollen diese Organisation nicht benennen, weil sonst zensieren sie einen. Okay, so
So he claims to heal the whole world with it. Also Okay. er behauptet, die ganze Welt damit zu heilen. And what were you to do with the serpent on the pole? Und was solltest du mit der Schlange am Stab tun? Look and live. Yeah, look and live, right? Schaue und lebe. So Satan says, look to this organization, it will give you health. Und Okay? Satan sagt, schau zu dieser Organisation und sie wird dir Gesundheit geben. It will give you the bite. Wird Okay. dir den Biss geben. So, and when you get it, all will be well. Und wenn du es erhältst, wird alles gut sein. But in reality, nothing will be well, it will destroy you. Aber Okay. in Wirklichkeit wird nichts gut sein, sondern dich zerstören. Okay. And when you just go back to the live stream group, now you can see how evil this cover actually is from the Time magazine. Und Okay. jetzt können wir zurück zum Livestream gehen und sehen, wie böse dieses Cover von diesem Magazin ist. Okay, because what does it show you? Was zeigt es dir? Serpent. Shows you the serpent on the pole, right? Es zeigt dir die Schlange am Stab. Controlling our DNA. Yes. And it basically shows you serpent DNA, okay? Es zeigt dir im Grunde Schlangen-DNA. Okay. In the live stream, the picture. Das ist das Bild im Livestream. Okay, so it's the serpent on the pole is the shows you that you basically shows you the plan that he wants to make you like a serpent. Also Okay. die Schlange am Stab zeigt dir eigentlich den Plan, dass er dich wie eine Schlange machen möchte. Okay. So and here when you just look at the Time magazine cover, Und wenn man sich dieses Time Magazine Deckblatt anschaut, and this was from the year 1999. das war von dem Jahr 1999. It says here the future of medicine, how genetic engineering will change us in the next century. Okay. Also So die Zukunft der Medizin, wie genetische was heißt genetic engineering kannst du einfach so sagen. wie Genetic Engineering uns im nächsten Jahrhundert verändern wird. So yeah, it will make you like a serpent. Okay, that's what they show. Die haben da gezeigt, dass sie dich wie eine Schlange machen wollen. Okay, so and therefore we can see that when you take these things, not be for your benefit. Okay, Und man kann sehen, wenn man das nimmt, dann wird es nicht zu deinem Nutzen sein. it will make you produce serpent venom. Es Okay. wird dich dazu führen, dass du Schlangengift produzierst. And the more you got from this, because there were different batches of it. Und Okay, es gab verschiedene wie sagt man? verschiedene. A batch is like Ja. the first load you make, and then the second load is the second batch, and the third load is the third batch. Batches, what is that? Schübe. Batch. Chargen. Okay. Also es gab verschiedene Charten. And some had more of this inside and some less. Okay. Manche hatten mehr davon in sich und manche weniger. And I mean, what the scientists said, yeah, it will just go in here and it will stay here. Und die Okay. Wissenschaftler haben gesagt, es wird einfach hier reingehen und dort bleiben. And it will not distribute throughout the whole body. Es Okay. wird sich nicht im ganzen Körper verteilen. But obviously, this was pretty quickly was shown that this was total false. Okay. Und es wurde sehr schnell und sehr gut gezeigt, dass das natürlich falsch It war. was distributed throughout the whole body. Es hat sich im ganzen Körper verteilt. And also, when you just go back now to the notes Und geht nochmal in den Notizen zurück. and just go now to this Sister White quote under this Thayer definition of the word pharmakia. Und geht jetzt zu dem Ellen White Zitat unter dieser Definition, die wir von Thayer gelesen haben, über Pharmakia. Because we saw that pharmakia is just magic, right? So it's just gives you an appearance of things. Wir haben also gesehen, dass Pharmakia also nur Magie ist, es gibt dir nur einen Anschein von Dingen. And that's what Sister White confirms in the next quote. Das Okay. bestätigt Ellen White dann im nächsten You Zitat. can just read the bold-faced here. Können wir nur das Fettgedruckte lesen. It says, drugs never cure disease. They only change the form and location. Nature alone is the effectual restorer, and how much better could she perform her task if left to herself? Next
paragraph, the boldfaced again, Nächster Absatz und wieder nur das fettgedruckte. says when drugs are introduced into the system, for a time they may seem to have a beneficial effect. Okay, so they seem to help you first. Okay, Es scheint, dass sie dir erstmal helfen. Benefactor. yeah, a benefactor, right? Dass sie ein Wohltäter It's like sind. magic. It shows you and makes you think, that's now was something good for me. Das Okay? ist wie Magie. Es macht dich zu denken oder es führt dich dazu zu denken, dass es etwas Gutes war. But she said they never cure disease. Aber Okay? es sagt, sie heilen niemals Krankheiten. A change may take place, but the disease is not cured. It will manifest itself in some other form. In nature's efforts to expel the drug from the system, intense suffering is sometimes caused the patients. And the disease which the drug was given to cure may disappear, but only to reappear in a new form, such as skin diseases, ulcers, painful diseased joints, and sometimes in a more dangerous and deadly form. Okay, so when you have now pain in your joints and things like this, okay, Also wenn du Schmerzen in deinen Gelenken oder so hast, it's probably the result of all your drugs you took in the past, okay, dann ist es wahrscheinlich das Resultat von all den Medikamenten, die du in der and all Vergangenheit these genommen hast. injections you got, okay. All die Injektionen, die du erhalten hast. So they first seem to help you, but in reality they are a destroyer in your system. Erstmal scheinen sie dir zu helfen, aber in Wirklichkeit zerstören sie dein System. All right. Last few points I wanted to make now. Jetzt möchte ich noch die letzten paar Punkte machen. Just go down in your notes again to the heading Snake Venom. Geht wieder in euren, geht in den Notizen wieder unter die Überschrift Schlangengift And just jump over the next 2 paragraphs there. und überspringt die nächsten 2 Absätze. It was just this study about the snake venom. Das war nur diese Studie über das Schlangengift. And now just go to this next portion of an article. Jetzt geht es zu dem nächsten Teil von einem Artikel. And that shows that this COVID virus was never human origin. Okay. Das zeigt, dass dieses Covid-Virus nie von einem menschlichen Ursprung kommt. That's impossible. Okay. Das ist unmöglich. Because it says here, Was sagt ihr? says, but back to the content of the study. On closer inspection, the authors found that the match went beyond the 12 nucleotide insertion mentioned above and included a 19 nucleotide long sequence. Maybe I copied a little bit too little from this article. Vielleicht habe ich zu wenig von diesem Artikel rausgeholt. But this article was about that they found a sequence in the COVID virus Aber in diesem Artikel ging es darum, dass sie eine Sequenz in diesem Covid-Virus gefunden haben. that was a patent by, I think, Moderna. Okay. Das ein Patent von Moderna war. So, and they now calculated the probability that this exact same sequence would be naturally in the COVID virus that was patented by Moderna. Okay. Und sie haben die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet von dem natürlichen Vorkommen Dieser exakt gleichen Sequenz dieser exakt gleichen Sequenz in diesem Moderna Patent. Ja. Moderna Patent. So, and they said here, next paragraph, Nächster Absatz. all of this is highly unlikely and the authors tried to find out how little. Using conventional biostatistical analyses, they estimated the probability of the sequence occurring by chance in a viral genome of 30,000 nucleotides to be 3.21 times 10. I don't know how to use English, above minus 11, or do you say this like this? So it's basically this chance. Okay. Also im Grunde ist es diese Wahrscheinlichkeit. 11 zeros. Also 11 Nullen. Okay, so the probability that this sequence
that they found that was patented by Moderna. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sequenz, die sie gefunden haben, in dem Patent von Moderna ist. That this was naturally in the COVID virus and not there done by scientists. Okay, Dass sie natürlich im Covid-Virus ist und nicht von Wissenschaftlern hergestellt wurde, it's this chance. Okay, ist diese Wahrscheinlichkeit. so it's like an impossibility that this was there by chance, by nature. Okay, Das wäre eine Unmöglichkeit, dass es da von Natur aus einfach so hergestellt wurde. and therefore we can know for sure that they put this in there scientifically. Okay. Und daher können wir wissen, also mit Sicherheit wissen, dass sie das wissenschaftlich eben da reingemacht haben. Okay, so and they put all these venoms in the spike protein. Okay, Sie haben all die Gifte in dieses Spike-Protein gemacht. and because how on earth can all these different venoms from these different animals, some from this snake, some from that snake, some from this sea star, some from these sea snails, okay, Also weil wir in aller Welt können diese ganzen verschiedenen Gifte von den verschiedenen Schlangen und von diesem Seestern und Meeresschlangen. and they were animals from all over the world, okay. Und das waren Tiere von überall her aus der Welt. How can they on earth? How can suddenly all these venoms be in these spike proteins? Wie Okay, können all diese verschiedenen Gifte plötzlich in diesen Spike-Proteins sein? okay, and this Moderna sequence. Okay, Und in dieser moderner Sequenz. so it's like totally illogical. Und Okay, das wäre total unlogisch. so therefore we can know that surely they put these things together, and obviously we know it because Satan wanted to change us. Und Okay, daher können wir wissen, dass sie das eben sicher zusammengestellt haben, weil Satan möchte uns verändern. okay, good. So I think I will leave it for this for today, and tomorrow I might add some thoughts to it. Und ich denke, für heute belasse ich es damit und morgen werde ich noch mehr Gedanken hinzufügen. But the result of it is we should never get this shot. Okay, Aber das Ergebnis davon sollte eben sein, dass wir sehen, dass wir niemals diesen Stich nehmen dürfen. and when they bring it back, Wenn okay, sie es zurückbringen, they might bring a new virus maybe. Okay, mögen sie vielleicht einen neuen Virus bringen, but they again will bring a shot against it. Okay, aber wieder werden sie einen Stich dagegen bringen. and you can be sure that this new shot will most likely be even worse than the first one. Ihr Okay, könnt euch sicher sein, dass dieser Stich wahrscheinlich noch viel, also sehr wahrscheinlich noch viel schlimmer sein wird als der erste. and what they already said is that this time this next pandemic will be 20 times deadlier than the one we had. Und was Okay? sie schon gesagt haben, diese nächste Pandemie wird 20 Mal tödlicher sein als die wir schon hatten. So, and if this is true, if they really would do such a thing, Wenn das wahr ist, wenn sie sowas wirklich tun werden, if they really would be, it would be really 20 times deadlier, then there might be really people really dying of it. Okay, und wenn das wirklich 20 Mal tödlicher sein würde wie zuvor, dann werden Leute wirklich sterben davon. and people will be panicking and they will run and want to get this shot. Und Okay? Leute werden in Panik verfallen und sie werden dann dahin rennen, um diesen Stich zu erhalten. So, therefore, we need to understand what is coming will be a great change in this world. Okay, Deswegen wir müssen verstehen, das, was kommt, wird eine große Veränderung in dieser Welt sein. maybe some of us even will die of it. Okay, Vielleicht werden manche von uns sogar davon sterben. we don't know. Okay, Wir wissen es depends nicht. on our preparation and how we have our relation with the Lord. Okay, Es kommt auf unsere Vorbereitung drauf an und wie wir unsere Beziehung zum Herrn pflegen. but we need to now pray already that the Lord prepares us for this, gives us knowledge how to treat it, Na, wir müssen beten, dass der uns darauf vorbereitet und uns auch Erkenntnis gibt, wie wir das behandeln können what we need to prepare, und auf was wir vorbereiten müssen, in order that when it comes, we are in the best position possible. damit, wenn das dann kommt, wir in der bestmöglichsten Position sind. Amen. Amen. Okay, good. So then we can close with a closing hymn. Dann können wir mit unserem Abschlusslied